Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns die Weapon Fixation MK2 Waffenhalterung. Tasmanian Tiger hat vor einiger Zeit die TechVec-Serie ins Leben gerufen. Bedeutet im Endeffekt Ausrüstung, Ausstattung fürs Fahrzeug. Sei es für vor den Sitz, unter den Sitz, an der Kopfstütze ein iFac zu haben oder eben das beliebte Molle-Panel. Das kann inzwischen so weit ausgebaut werden, dass ich hier die Möglichkeit habe, am Beifahrersitz oder auch am Fahrersitz oder sogar hinten an der Rückbank quer das Molle-Panel zu montieren, um dann da Molletaschen anbringen zu können oder wie ihr es hier sehen könnt, das Weapon Fixation Kit. Das gab es auch schon in der ersten Generation, sagt ja auch schon der Name MK2, haben wir jetzt hier die abgedatete Version. Das ist auch mit einer der Gründe, warum wir so gerne mit Tasmanian Tiger arbeiten. Die hören nämlich ihren Kunden zu. Die Kunden haben gesagt, gutes System, funktioniert mit den Waffen super, mit der Waffe eher nicht so gut. Und genau aus dem Grund wurde das System jetzt nochmal überarbeitet und es gab ein paar Änderungen, die wir euch jetzt einmal im Detail zeigen. Die Weapon Fixation MK2 Halterung besteht im Endeffekt aus zwei Modulen, eigentlich drei, wenn man die beiden oberen Module als einzelne Module betrachtet. Das ist einmal der Fuß, der für den Schaft der Waffe gedacht ist, und dann habe ich hier oben nochmal zwei Panels, die mit einem aufgerauten Grip versehen sind, um hier die Waffe auch nochmal ein bisschen zu halten, und mit zwei Schnallensystemen. Die Schnallensysteme sind hier miteinander verbunden, damit ich natürlich auch, wenn ich eine Waffe darin verstaut habe, die Waffe auch schnell entnehmen kann. Das heißt, ich möchte nicht jeder Schnalle einzeln öffnen, sondern möchte mit einem Ruck beide Schnallen auf einmal lösen. Und das ist hiermit realisiert, indem hier die Schnallen mit einem roten Zugband miteinander verbunden sind. Das heißt, ich ziehe einmal kräftig und damit habe ich dann die Waffe gelöst und muss sie nur noch aus dem Schuh rausnehmen. Neu ist jetzt hier bei der MK2, für die alle, die MK1 kennen, die sehen, dass hier nochmal zusätzliche Schnallen mit verbaut worden sind. Bei der MK1 habe ich nur die Schnelllöseschnallen gehabt und unten nichts. Hier habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit, mit einer zusätzlichen Klettschnalle zu arbeiten. Der Vorteil hierbei ist, ich kann jetzt entweder die Schnallenvariante nehmen oder die Klettvariante nehmen, oder aber ich kann hier auch schnell umbauen. Da kommen wir nämlich jetzt zu einem typischen Problem oder vielleicht zu einer Situation, in der ihr vielleicht schon wart. Ihr habt das Ganze jetzt mühevoll mit Molle fest angebracht und wisst ja selber, Molle ist immer ja, ein bisschen Pain in the Ass, bis man das alles eingeschlauft hat, gerade wenn man so eine stabile Grundplatte hat wie hier. Und jetzt habe ich hier die Waffe montiert und sehe, oh Mist, ich möchte die Waffe eigentlich fertig geladen lagern und ein Magazin hier eingeführt haben. Da ist jetzt die Schnalle im Weg. Normalerweise müsste ich jetzt hergehen und die Molleschlaufen hier komplett entnehmen. Dadurch, dass wir jetzt aber hier unten schon vorgefertigte Slots haben, brauche ich das nicht zu machen. Das heißt, ich mache jetzt in dem Fall einfach hier unten das Gurtband auf und entnehme hier den vorhandenen Klettgurt. Den kann man nämlich dann auch komplett entnehmen, wenn man den nicht braucht. Also sagen wir mal, ihr wollt jetzt immer nur den Schnellverschluss nehmen, könnt ihr diese unteren Bänder komplett abmachen. Oder ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr habt immer dieselben Waffen, das ganze System hier auch komplett wegschneiden, wenn ihr möchtet. Das wäre auch kein Problem. Und jetzt gehe ich her und nehme einfach diese Schnalle, die hier oben war, und setze die eins nach unten. Und das geht natürlich deutlich schneller, als wenn ich das hier aus der Molleschlaufen ausschlaufen muss. Das heißt, ich mache das hier einmal für die eine Seite. Ich mache es jetzt mal so, dass es hier offen liegt, nicht schön verstaut ist. Ihr könnt euch ja dann selber vorstellen, wie es wäre, wenn das Gurtband dann nochmal sauber verstaut wäre. Und dann gehe ich her, mache die andere Seite noch, setze die eins nach unten, einmal hier durch und dann nochmal auf der anderen Seite. Und schon habe ich den Abstand der beiden Halterungen erhöht. Da könnte ich jetzt hier auch an dem Zugband noch mal ein bisschen was variieren, aber das passt meiner Meinung nach gerade so. Die obere Halterung lasse ich jetzt auch gerade noch mal dran. Und jetzt testen wir das Ganze aus und siehe da, wir haben oben, die obere Position ist gleich geblieben und die untere Position ist jetzt ein Stück nach unten gewandert, nämlich über den Abzug. Das heißt, jetzt kann ich hier auch hergehen und die Waffe mit einem Magazin zusammen im Fahrzeug lagern. Damit wäre diese Möglichkeit auch gegeben. Hier müssen wir den Strap noch ein bisschen nachziehen. So, und dann habt ihr gesehen, jetzt kann ich sehr, sehr schnell das Setup ändern. Das würde auch hier, wenn ich den Stock schon ausgefahren habe, noch eine Möglichkeit geben, das zu ändern. Also man hat hier wirklich verschiedenste Möglichkeiten,
um das Setup anzupassen, wie man es braucht, ohne dass man die beiden Grundpanel aus dem Molle entnimmt. Beim Schuh hat sich auch ein bisschen was getan. Der war vorher in einer fixen Form. Das heißt, man konnte hier relativ wenig mitspielen von den Varianten. Jetzt hat man hier einmal eine größere Tiefe. Also hier hat man mit dem AR15 sowieso kein Problem. Das hat ja einen relativ schlanken Fuß, aber hier passt zum Beispiel auch der Fuß von einer Steyr Aug rein. Und ich kann natürlich auch, wenn ich sage, ich möchte jetzt hier überhaupt keinen Fuß verwenden, kann ich hier die beiden Klettlaschen öffnen und kann hier die Alubügel entnehmen. Dann lege ich den Klett einfach flach zusammen und schon habe ich hier eine lange laminierte Bahn, um dann die Waffe im Endeffekt nur noch mit den Halterungen zu fixieren. Dann würde ich natürlich in dem Fall das Ganze hier vielleicht hinter dem Griff montieren, also so in etwa, oder vielleicht auch so, dass man hier vorne nochmal eine Fixierung hat, einfach so, dass die Waffe nicht nach unten wegrutschen kann. Das würde ich jetzt natürlich nur machen, wenn ich ein Waffensystem habe, was ziemlich lang ist, damit der Lauf, wenn der Lauf hier zu weit nach oben geht, über die Kopfstütze hinaus. Dafür ist es gedacht, dass man hier einfach die Möglichkeit hat, mit dem Fuß ein bisschen zu variieren und nicht hier unten aufhören muss. Natürlich ist so ein System auch zu gebrauchen für Maschinenpistolen, wie zum Beispiel die MP7 oder die MP5. Da kann ich natürlich genauso spielen, machen, tun, wie das mit dem anderen Waffensystem der Fall ist. Hier seht ihr, wenn man die Einstellung von der AR15 nimmt, dann habe ich hier schon mal einen relativ guten Startpunkt oben. Jetzt muss ich natürlich das ganze Gurtband hier ein bisschen verlängern, weil die natürlich mit dem eingeklappten Griff ein kleines bisschen dicker ist. Aber das geht, wie ihr seht, extrem schnell. Einfach hier das Gurtband kurz ausfädeln, dann die Länge anpassen, Waffe einsetzen, kurz Maß nehmen. Ja, da kann man noch ein bisschen nachziehen. Und dann den Sicherungshaken anbringen. So, und unten habt ihr jetzt wieder genau dasselbe Thema. Ich habe jetzt gewechselt von AR15 auf MP7. Jetzt wollt ihr hier natürlich den Verschluss nicht mehr dort haben, den müssten wir jetzt eins nach oben setzen. Die Zeit spare ich mir jetzt. Ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden, dass man hier einfach mit diesen Schnallen, mit dem Versetzen sehr, sehr schnell auf die verschiedenen Waffensysteme umbauen kann, ohne sich die Mühe zu machen, das Ganze aus dem Molleschlaufen zu entnehmen. Von der MP7 her seht ihr auch schon hier auf dem Molle-Panel, da könnte ich theoretisch sogar hergehen und mit dem zwei Waffen übereinander montieren, wenn ich die Magazine nicht in der Waffe stecken habe. Also da bietet das Molle-Panel genügend Platz für die MP7 zum Beispiel. Hier hat man natürlich jetzt den Fall, dass diese Halterung hierfür nicht verwendet werden kann, aber dafür haben wir dann noch was anderes, was wir euch in einem separaten Video nochmal zeigen werden. Natürlich wollt ihr auch nochmal das ganze Set demontiert sehen, ohne die Molleplatte, weil die ist ja schließlich nicht mit dabei. Das heißt, im Set mit dabei enthalten habt ihr hier die beiden Module und den Fuß sowie alle zugehörigen Straps. Das ganze System wird mit Molle eingeschlauft. Hier habt ihr stabiles Laminat, was hier auch nochmal an der Unterseite über stabile Einlagen verfügt. Das heißt, auch das Einfädeln ist damit ein Kinderspiel, gerade auch, weil man hier natürlich eine feste Grundplatte hat. Und natürlich dasselbe auch bei den beiden anderen Modulen, die für die obere Halterung gedacht sind. Die Weapon Fixation MK2 Waffenhalterung ist eine sehr gelungene Halterung, um verschiedenste Waffensysteme in eurem Fahrzeug für den schnellen Zugriff zu platzieren. Wir finden gerade jetzt auch durch die Neuerungen, die jetzt hier eingeflossen sind, hat man hier alle Möglichkeiten, um ein AR-15, ein AUG oder eben auch Maschinenpistolen so anzubringen, dass ich hier auch noch genügend Platz habe für weitere Ausrüstung wie Magazine und anderes Zubehör. Ihr bekommt das Weapon Fixation MK2 Kit überall dort, wo man Produkte von Tasmanian Tiger kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Ist das hier die universelle Lösung für euer Waffensystem im Fahrzeug? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn nicht, wartet noch einen Moment. Da haben wir demnächst noch ein weiteres Video für euch, wo wir eine zweite Waffenhalterung von Tasmanian Tiger vorstellen, die nochmal ein bisschen spezieller auch für den Rucksack oder für die Tasche gedacht ist. Von daher auf jeden Fall wieder reinschalten und dranbleiben bei uns. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken. Guckt im Shop vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.